Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen. Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE mit Sitz in Gelsenkirchen. Hier ist Andi Groß vom Börsenradio. Herzlich willkommen und wir sehen uns die Jahreszahlen 2024 gemeinsam an. Und Herr Becks, ich möchte einsteigen mit einem kleinen Zitat, was ich gefunden habe. Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht und Masterflex erfolgreich auf ein hohes Margenniveau gebracht. Unser Ziel, bis 2030 ein Umsatzniveau von 200 Millionen Euro zu erreichen, ist eine Vision, die uns antreibt und Masterflex in die nächste Wachstumsphase führt. Zitat Ende. Also in einem Hollywood-Blockbuster, da würden Sie jetzt hinzufügen, und wenn es das Letzte ist, was ich machen werde. Mal Scherz beiseite, Ihr Vertrag als Finanzvorstand wurde früh und deutlich verlängert. Bis Ende 2030 und der Vertrag von CEO Bastin auch bis Ende 28. Also es scheint rund zu laufen, auch in der Chefetage und im Aufsichtsrat? Ja, also es läuft rund, auch im Aufsichtsrat, wobei am 12. Juni sind ja neue Aufsichtsratswahlen. Insofern wird man mal sehen, was da kommt. Einer wird auf jeden Fall rausrotieren müssen, altersbedingt. Aber ich denke, wir können auf die letzten Jahre schon sehr, sehr stolz zurückblicken. Wir sind jetzt das 3. Jahr in Folge mit einer zweistelligen EBIT-Marge unterwegs und da reden wir jetzt auch nicht über 10, irgendwas Prozent, sondern schon durchaus nachhaltig. Wir haben die EBIT-Marge von Jahr zu Jahr auch gesteigert. Das fühlt sich schon grundsätzlich gut an. Das ist eine tolle Teamleistung, die wir da gemacht haben. Natürlich ist es nicht so schön, im Jahr 3 Millionen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zu verlieren. Bezogen aber auf die Branchen, die wir bedienen, sind wir da, glaube ich, noch sehr gut weggekommen. Und in diesen Zeiten dann auch noch das Ergebnis sowohl absolut leicht, muss man zugeben, aber auch prozentual zu steigern, ist, glaube ich, etwas, was sich jetzt nicht so schlecht anfühlt. Natürlich hätte man gern mehr konjunkturellen Rückenwind, mehr Stabilität in den Ökonomien, aber das kann man sich halt einfach auch nicht selber zusammenbasteln, sondern man muss mit den Gegebenheiten umgehen, die da sind. Und insofern sind wir stolz. Es läuft nicht alles rund. Es könnten manche Dinge sicherlich auch besser laufen, aber das ist ja überall im Leben so. Ja, also es läuft vieles rund. Es gibt noch einiges zu verbessern. Daran arbeiten wir. Und wir haben uns auch für 2025 und die Folgejahre viel vorgenommen. Und das ist auch Motivation, sowohl für Dr. Bastin als auch für mich weiterzumachen, weil viele spannende Herausforderungen vor uns stehen und der Weg für uns da noch nicht zu Ende ist. Also sehen wir uns doch mal gemeinsam an, wie weit dieser Weg eigentlich noch ist, den Konzernumsatz ja fast zu verdoppeln. Also Sie hatten schon so ein bisschen gesagt, es ist jetzt im vergangenen Jahr 24, die Zahlen schauen wir uns ja an, ein bisschen weniger geworden. 98,1 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 101 Millionen Euro. Jetzt könnte man sagen, ist ja falsche Richtung. Wir wollen doch verdoppeln bis 2030. Ich habe mal meinen Taschenrechner bemüht und habe gesagt, okay, wo kommen wir da hin? Jedes Jahr müssten Sie dann 12% drauflegen. Ja, da hat man sich mächtig was vorgenommen. Woher nehmen Sie denn die Zuversicht? Die Zuversicht, also A, wollen wir natürlich auch akquirieren. Da sind wir auch unterwegs. Das heißt, wenn wir jetzt so, sagen wir mal, als Startrampe die 98 nehmen, dann wollen wir so auf 140, 150 Millionen organisch wachsen und den Rest anorganisch. Aber selbst wenn man anorganisch wächst, die Unternehmen, die man dann dazu kauft, die wachsen ja dann logischerweise auch. Je früher, desto besser natürlich. Insofern sind wir da schon zuversichtlich, weil wir auch unsere internen Planungen kennen, wir kennen unsere internen Projekte, wir wissen wollen, wo wir hinwollen. Wir haben eine klare Buy-and-Build-Strategie, die wir machen wollen. Wir wissen aber auch alle Akquisitionen, da gehören immer mehrere Seiten dazu, mindestens mal 2, sprich der Verkäufer und der Käufer. Die Preise müssen stimmen. Da werden wir auch nichts Wildes oder Verrücktes machen, wie man es teilweise ja auf dem M&A-Markt sieht. Für uns ist sozusagen die Entwicklung der Gesellschaften sehr wichtig, für uns die Entwicklung der Profitabilität sehr wichtig. Und natürlich haben die letzten 1, 2 Jahre sozusagen auf der Wegstrecke in Richtung 200 Millionen jetzt nicht geholfen. Das ist ja eine umsatzseitige eher ein bisschen Stagnation, sogar ein leichter Rückgang. Aber trotzdem glauben wir mit den Themen, die wir intern machen, ob das Produktentwicklungen sind, ob das auch der Weg, den wir in den Akquisitionen gehen wollen, auch Entwicklungen in Branchen, die wir bedienen, wie die Luftfahrtindustrie, dass wir da durchaus gut unterwegs sind. Wenn am Schluss 180 Millionen rauskommen, wir aber eine sehr, sehr auskömmliche EBIT-Marge machen, werden wir auch nicht verzweifelt sein. Übernahmen, klar. Die Anzeichen
zeigen in diese Richtung. Die Finanzlage gibt das ja nicht nur her, die gibt das eigentlich auch mehr als her. Also Liquidität rauf, Schulden runter, Kreditlinie, da hatten wir uns schon nach Q3 unterhalten, solide 55 Millionen, optional sogar 80 Millionen. Und das bei einem Umsatz von um die 100 Millionen. Also da hat man ordentlich was vor. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Was guckt ihr euch an? Wir sind gerade unterwegs. Ein M&A-Berater ist auch schon beauftragt. Wir sind branchenseitig in den Bereichen unterwegs, die wir so unter Life zusammenfassen, also Medizintechnik, Food, Pharma, also all das, was in diesem Bereich unterwegs ist. Dort auch probieren wir unsere Wertschöpfungskette zu vertiefen, also nicht einfach nur Schläuche in den Markt zu bringen, sondern wirklich ganze Systeme. Das heißt, Techniken auch vielleicht einzukaufen, die rund um den Schlauch noch wichtig ist. Wir machen zum Beispiel Dinge wie Laserbeschriftung und so weiter. Also es gibt rund um den Schlauch noch andere Dinge. Wir haben zum Beispiel einen Tumormarker in der Medizintechnik. Das ist ein ganzes System, da ist nur der Schlauch nur eine Komponente. Die Spritzgussteile machen wir selber, manche Dinge kaufen wir dazu. Also insofern ein bisschen Wertschöpfungskette vertiefen. Wir sind regional unterwegs in Europa und in Nordamerika. Und Europa dann eher von Nord sozusagen, skandinavischen Länder bis in Süden Italien. Das Ach, sind ja jetzt auch wird wieder eine Nebelkerze geworfen, oder? wieso meinen Sie nicht? Ganz im Norden bis ganz im Süden. Groß sucht ihr was aus, oder? Ne, nein, wir haben aus unserer Longlist, die wir haben, wir kennen ja, wir haben 'ne lange Liste mit Unternehmen, haben wir uns die Unternehmen mal rausgesucht, die wir als erstes angehen wollen, und die werden vom M&A-Berater angesprochen. Das sind immer so Zehnerpakete, da muss man mal gucken, was dann an Rückläufern kommt. Das ist ja immer ganz spannend in so Prozessen, wie die Unternehmen darauf reagieren, wenn sie angesprochen werden. Und das streut sich schon über Europa. Momentan sind wir nur in Europa unterwegs, aber in der nächsten Stufe werden wir auch Nordamerika ansprechen. Also insofern hat das schon diese Streuung. Also wir gehen jetzt nicht gezielt auf ein europäisches Land zu, sondern da gehen wir eher nach den Unternehmen zu, die zu uns passen könnten. Gut, also dann gehen wir nochmal zurück zu den Zahlen. Wir hatten ja über den Umsatz kurz gesprochen. Was war denn jetzt 2024? Also auch wenn der Fokus nicht auf Umsatz liegt, sondern eben auf der Profitabilität, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Warum dieser leichte Rückgang und auch dieser Rückgang eigentlich unter Plan? Weil der Plan war ja mehr als 100 zu machen und 100 wäre schon die untere Grenze gewesen. Genau. Wir konnten uns diesen konjunkturellen Entwicklungen nicht ganz entziehen. Was wirklich sehr gut läuft, war die Luftfahrtindustrie. Was auch sehr gut lief, war Nordamerika. Das sind die Bereiche, wo wir gewachsen sind. Wir haben in der Medizintechnik eher so eine Seitwärts mit leicht sogar Runterbewegung gemacht. Der Grund hierfür ist, dass die Lager ein bisschen leer verkauft wurden. Und wir haben dann in den Bereichen Maschinenbau, Robotik dann rückläufige Umsätze gemacht, auch hinter Plan. Wir hatten auch Ende des Jahres noch ein bisschen Projektverschiebung ins neue Jahr. Deswegen kamen wir unterhalb unserer Prognose raus, was für uns, ich will jetzt nicht sagen überraschend kam, das ist Quatsch, aber schon auch ein Ticken auf der Umsatzschiene enttäuschend war, weil seit dem 4. Quartal unser Auftragseingang wieder deutlich positiver ist. Also insofern der Auftragseingang hätte eigentlich schon signalisiert, dass wir im letzten Quartal 24 vielleicht doch mit ein bisschen mehr Umsatz rauskommen. Und aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Sehen wir zu, dass wir sozusagen den Wachstumspfad in 25 wieder aufnehmen. Profitabilität, EBIT bei 12,7 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 12,6 Millionen Euro. Auch eine kleine Steigerung eines Rekordes ist ein Rekord. Also weniger Umsatz, mehr Ergebnis. Was waren jetzt da auf der Ergebnisseite die wichtigsten Meilensteine? Ja, also die wesentlichen Themen, wir haben ein paar positive Mixeffekte. Also wenn margenschwächere Produkte umsatzseitig wegfallen, margenstärkere umsatzseitig da bleiben, hilft das natürlich. Der wesentliche Effekt war, dass wir in der Materialeinsatzquote, das kann man dann auch sehen, wenn man die Gewinn-Verlust-Rechnung genauer analysiert, dass wir da deutlich profitabler geworden sind. Und das sind mehrere Stoßrichtungen, die wir da angehen. A, Prozessverbesserung der Fertigung. Da sind wir immer wieder dabei, Anfahrausschuss zu vermeiden, zu reduzieren. Wir sind auch dabei, im Bereich Recycling deutlich besser zu werden und mehr Recyclingmaterial einzusetzen. Wir sind logischerweise einkaufsseitig unterwegs, neue Lieferquellen ausfindig zu machen, in harte Vertragsverhandlungen und Wettbewerbssituationen mit unseren Lieferanten zu gehen. Also insofern ist das ein Teil, wo wir uns in 24, auch schon die Jahre davor, deutlich ausgetobt haben. Und das geht auch weiter, auch in 25.
Und da gibt es wirklich spannende Projekte, wo wir einfach ressourcenschonender unsere Schläuche produzieren. Und das hat viele positive Effekte bei uns in der Gewinn-Verlust-Rechnung. Plus schonender Ressourceneinsatz ist natürlich auch aus anderen Aspekten wie Umwelt gut. Der Kapitalmarkt ist heute nicht so happy. Aktie kriegt eins auf den Deckel. Man liest so, naja, guckt euch mal an, hier die KPI ist doch am unteren Ende der Spanne Umsatz und Ergebnis. Ist der Kapitalmarkt zu verwöhnt? Das ist jetzt schwer zu sagen. Wir sind ja schon vor 14 Tagen eigentlich mit den Ergebnissen rausgekommen, haben sie vorab veröffentlicht, die vorläufigen Ergebnisse. Insofern war das heute keine Überraschung. Ich denke, wenn man die Mengen dahinter sieht, also die Anzahl der gehandelten Aktien, ist das ja jetzt auch nicht so viel gewesen. Ich glaube, knapp über 2000 der Aktien hat dazu geführt, dass der Kurs runtergegangen ist. Insofern, man hat das auch in den letzten Wochen gesehen, dass, ich glaube, 16.000 Aktien verkauft wurden. Auf einmal standen wir bei 9 € und kurz danach ging es wieder hoch. Ich denke, dass das unser Hauptproblem in der Aktie ist, diese geringe Liquidität. Das heißt, dass ein bisschen größere Verkäufe den Kurs nach unten treiben. Umgekehrt, wenn jemand bei uns in die Aktie rein will, geht der Kurs nach oben. Die Erwartungshaltung grundsätzlich ist wahrscheinlich auch, also man muss ja auch mal das Umfeld anschauen, dass es immer so bergauf geht, glaube ich, auch vielleicht überzogen. Ich glaube auch, dass viel Liquidität eher in ETFs mittlerweile geht und nicht mehr in kleine Werte. Das heißt, da ist auch Liquidität, die bei uns dann leider verloren geht. Ich weiß nicht, ob es verwöhnt ist. Ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass wir auch viel spannende Dinge vorhaben für die nächsten Jahre und dass wir uns schon unterbewertet sehen. Wir haben, je nachdem, wie man das rechnet, ein EBITDA-Multiple von, weiß nicht, 5, 6 irgendwo. Das ist schon eher historisch niedrig, auch für uns. Also da ist, denke ich, Luft nach oben da. Aber Märkte sind, wie Märkte sind. Das ist am Schluss Angebot und Nachfrage und dem muss man sich stellen. Und nochmal zurückzukommen, ich glaube, das Thema Liquidität ist bei uns das Stärkste. Ja, ich spreche mal kurz über die Dividende. Die Dividende wird erhöht von 25 Cent auf 27 Cent. Komisch eigentlich, dass das auch nicht am Markt so wahrgenommen wird. Das ist ja auch eine sehr erkleckliche Rendite dann. Ja, ist eigentlich schade. Wir sind natürlich immer so im Spannungsfeld, was Dividende angeht, zwischen Akquisitionen, also behält man das Geld im Unternehmen, schüttet man was an Aktionäre aus. Also wir sind kein reiner Dividendenwert wie manch andere Unternehmen. Aber ich denke, ich sage jetzt mal stabil eine Dividende, die zwischen 2 und 3% jetzt vom Börsenwert ausgeht. Das ist ja schon mal grundsätzlich keine verkehrte Dividende plus die Chancen auf Kurswachstum, worauf wir ja eher zielen, als den Unternehmenswert einfach deutlich zu erhöhen. Das ist eigentlich unser Ziel. Ist eigentlich ein spannender Mix. Ist schade, dass das nicht so honoriert wird, aber vielleicht kommt das auch später. Manchmal sieht man ja so kurz vor einer Hauptversammlung, dass dann immer eine gewisse Dynamik dann rund um diesen Record Date dann da ist. Also mal abwarten und eine Schwalbe macht auch keinen Sommer und auch keinen Winter. Insofern müssen wir mal gucken, wie sich in den nächsten Tagen und Wochen der Aktienkurs entwickelt. Also uns bleibt ja nichts anderes übrig, als unseren Job so bestmöglich zu machen und dann sicherlich eine gute Kapitalmarktkommunikation. Und in beiden fühlen wir uns eigentlich ganz gut aufgehoben. Schauen wir auf den Ausblick. Die Prognose 2025, Umsatz zwischen 100 Millionen Euro und 105 Millionen Euro, EBIT zwischen 12 Millionen und 15 Millionen Euro erwarten Sie. Jetzt habe ich dreimal hingeguckt und habe die Jahresangabe verglichen. Die Ziele 25 sind die gleichen wie 24? Ja, so ungefähr, ne? Ja, ist so. Könnte jetzt umgekehrt sagen, 24 war ein verlorenes Jahr, wenn man das so sieht, was es aber nicht ist, weil wir viele Weichenstellungen gemacht haben. Also wir haben schon einiges vor für 25. Wir werden einen neuen Standort gründen, um den Umsatz in der Luftfahrtindustrie zu verdoppeln. Kam ja auch in der Vergangenheit öfter mal hoch, dass wir da so ein bisschen Kapazitätsthemen haben mit unseren beiden Standorten in Norderstedt und in Tschechien. Und jetzt werden wir mit einem neuen Standort auch bald in die Kommunikation gehen, das vorbereitet. Und da soll es in 2026 dann auch in die Produktion gehen, also Start of Production 2026. Das ist ein spannendes Projekt. Wir haben viele Kundenprojekte, die ganz spannend sind, die auch ein größeres Umsatzvolumen haben, wo wir dann auch sicherlich im Laufe des Jahres in die Kommunikation gehen. Wir haben auch ein paar Inhouse-Projekte, wo also nicht konkret ein Kunde dahinter steht, sondern wo wir selber mal aus unseren Entwicklungsabteilungen überlegt haben, welche Schläuche könnte denn der Markt benötigen oder wo können wir vielleicht intelligent andere Materialien substituieren mit unseren Materialien, die wir verarbeiten. Auch da wird im Laufe des Jahres was kommen und da wird, glaube ich, schon einiges im zweiten Quartal jetzt kommuniziert werden. Und natürlich sind wir
und das haben wir ja eben schon besprochen, auf der Akquisitionsschiene unterwegs und hoffen, dass wir vielleicht schon so ab Q3 mit positiven Ergebnissen reinkommen, wobei logischerweise eine Akquisition in der Prognose jetzt nicht drin ist, sondern die nur auf organischem Wachstum fußt. Und glaube, wir fühlen uns da schon sehr gut unterwegs. Wir haben den Kopf auch nicht, glaube ich, zu weit aus dem Fenster gehängt. Wie ist denn jetzt Q1 gelaufen? Sich jetzt rauszureden und sagen, ich kenne die Zahlen nicht, da tut man sich als Finanzvorstand natürlich schwer. Klar, aber ich will keine genauen Zahlen, dürfen Sie auch nicht, aber so eine Richtung können Sie mir schon geben. Genaue Zahlen, da fehlen ja noch 2 Fakturatage, heute und Montag. Wir sind umsatzseitig, denke ich, so unterwegs, dass wir über Vorjahr landen werden. Ergebnisseitig müssen wir mal sehen. Hängt jetzt so ein bisschen vom März ab. Wir haben uns leider selber so ein bisschen das Leben schwer gemacht, dass wir einen hohen Krankenstand hatten. Wir haben nicht alles rausbekommen, was wir hätten rausbekommen können im ersten Quartal. Das ist ein bisschen schade an der Stelle, hätte noch besser sein können. Aber wie auch immer, das kommt dann im nächsten Quartal, also ist auch nicht so dramatisch. Und der Auftragseingang ist wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben bis jetzt so im ersten Quartal oder bis zum Ende Februar haben wir Auftragsbestand aufgebaut, obwohl wir ja schon in Richtung mehr Umsatz unterwegs sind. Wir standen am Jahresende bei 19,8, jetzt Ende Februar bei 21,4 und in den 3 hinter uns liegenden Wochen im März haben wir weiter auch Auftragsbestand aufgebaut, aber auch ordentlich Umsatz gemacht. Also insofern werden wir, denke ich, umsatzseitig über Vorjahr liegen, ergebnisseitig. Das hören Sie jetzt auch, werden wir sicherlich keine deutliche Steigerung hinlegen. Bleibt jetzt nochmal so ein bisschen abzuwarten, wie viel Umsatz wir jetzt auch machen. Hätte mehr sein können, aber wir sind auf einem guten Weg, insbesondere auch mit den Projekten, die wir vorhaben, gucken wir da schon sehr, sehr positiv in 2025. Das hängt jetzt alles noch vom März ab. Es gibt ja noch was anderes, was vom März abhängt. Ich muss ein bisschen ausholen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und in Asien ist schleppend. Das hatten Sie in den Interviews unterm Jahr immer mal wieder gesagt. USA, da präsentiert sich die Wirtschaft ganz robust. Jetzt haben wir mal eine andere Situation. Trump hat es ja in Rekordzeit von gerade mal 8 Wochen geschafft, eine boomende Wirtschaft mehr oder weniger zu zerstören. Er ist bis Januar 29 im Amt, also dann hätten Sie noch 2 Jahre, um das dann wieder rauszuholen. Also es wird alles nicht einfacher. Oder setzt Masterflex, und da will ich hin, auf den Billionen-Bums, whatever it takes, eines designierten Kanzlers Friedrich Merz? Also ich glaube, auf solche Dinge setzen wir gar nicht, sondern wir machen unsere Hausaufgaben. Dann Von der frage ich Politik. anders, kriegt Masterflex davon vielleicht ein Stückchen ab? Also ich denke grundsätzlich schon, eher indirekt. Das hängt natürlich auch davon ab, wie diese Millionen, Milliarden genutzt werden. Also wir werden davon profitieren. Also wenn das zum Umsatzwachstum kommt, wenn es auch zu Infrastrukturverbesserung kommt, wir liefern nicht so viel in die Bauwirtschaft rein zum Beispiel, aber Infrastrukturprojekte liefern wir rein. Wenn es grundsätzlich sozusagen wieder ein bisschen Rückenwind gibt, da profitieren wir in der Regel ja auch. Wir sind nicht die Ersten, die davon profitieren, sondern wenn jetzt sozusagen im Maschinenbau der Auftragseingang wieder anzieht, wenn in anderen Branchen der Auftragseingang wieder anzieht, dann wird auch bei uns wieder mehr bestellt werden. Insofern denke ich, wenn das Geld einigermaßen sinnvoll eingesetzt wird, werden wir davon auch profitieren. Grundsätzlich hatte ich eben auch schon kurz erwähnt, probieren wir aber trotzdem unsere Hausaufgaben unabhängig von solchen Superverschuldungen zu machen. Rekordjahr 2024, der Finanzvorstand der Masterflex SE, Marc Becks. Herzlichen Dank fürs Interview. Wir haben den M&A Hunter losgeschickt. Auch Innovationen wird es geben. Newsflow spätestens in der 2. Jahreshälfte. Besten Dank. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.